Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, einem weiteren Update hier aus der Brickworld. Und heute, nachdem wir das letzte Mal ja in der Altstadt gearbeitet haben, gehen wir heute wieder über zum Bereich Lückenschließen bzw. Umbauarbeit und möchten hier vorne, ihr seht es hier ein bisschen, da vorne im Bereich der Übergang von der gebogenen Straße vorne hin zum zukünftigen Marktplatz bzw. hin da, wo die Straßenbahn Haltestelle Nummer 2 und der Taxistand sein wird. In dem Bereich möchte ich heute mit euch zusammenarbeiten. Da wird sich einiges noch ändern. Eigentlich die letzte große Umbauarbeit, bevor die Ausbauarbeiten beginnen. Da gibt es einiges zu tun. Und das ist heute unser heutiges Thema. Da machen wir heute weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und seid gespannt, was heute so alles hier in der Brickworld passiert. Und um das Ganze noch mal ein bisschen genauer zu thematisieren, bevor ich jetzt anfange hier abzureißen, es geht vor allem um diesen Bereich. Der soll noch mal umgebaut werden, nachdem ja der Busbahnhof jetzt nicht hier auf dem Platz vor dem Bahnhof passiert oder geschieht, besser gesagt, aufgebaut wird, sondern hier unser Marktplatz entsteht, möchte ich das hier auch nochmal ändern. Dann ist hier Platz für die Taxen und der Übergang zum eigentlichen Marktplatz. Da gibt es einiges zu tun. Wir werden natürlich nicht alles davon heute schaffen oder heute machen, aber wir müssen jetzt hier mal das hier ein bisschen ändern. Ich denke, dass ich auch die Lärmschutzwand in der Form rausnehme. Der Infoposten kommt wahrscheinlich woanders hin. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Es gibt auf jeden Fall einiges noch zu tun in dem Bereich hier vorne. Ich werde wahrscheinlich auch nicht hier mal Baseplates reinlegen, damit auch mal das Holz verschwindet. Aber wir schauen einfach mal, was hier passiert. Und wie gesagt, ich wollte einfach noch zeigen, wie es vorher aussieht, damit ihr einen besseren Blick dazu habt, wie es dann später aussieht. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ich habe jetzt hier alles soweit abgerissen, was ich erstmal abreißen wollte, um auch einfach ranzukommen an das, was ich hier jetzt machen möchte. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, schon mal noch ein bisschen Platten wieder reingebaut, damit ich da jetzt anfangen kann, das Kopfsteinpflaster drauf zu bauen. Innerhalb der Schienen machen wir das ja ein bisschen anders als außerhalb der Schienen. Aber wir sehen jetzt auch, dass der Kreis sich schließt komplett. Also das ist kein Problem, das funktioniert ganz gut. Hier kommt dann wieder eine Haltestelle hin. Mal schauen, was ich hiervon noch abbaue. Bin ich noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, das wird heute nicht komplett fertig, weil hier ist ja einiges an Fläche. Ihr seht ja, dass endlich auch das Holz bedeckt ist. Und ja, wir schauen einfach mal, wie wir jetzt vorankommen. Ich bin gespannt, was wir heute noch alles schaffen. Ich fange einfach an und dann schauen wir einfach mal, wohin sich das Ganze entwickelt. So, seht ihr die ersten Fortschritte, und zwar seht ihr hier hinten zwei weiße Streifen. Das wird der Bereich sein, in dem die Taxen halten werden, eben neben der Haltestelle von der Straßenbahn. Und das dahinter wird dann noch Kopfsteinpflaster, da kommen gleich noch ein paar Buden hin etc. Das ist eben der Anfang, wo es dann zum eigentlichen Marktplatz in Anführungsstrichen geht. Da kommen dann auch wieder so kleine Pfosten hin, würde ich sagen, so wie da, damit eben keiner drauf fährt. Und vielleicht noch ein, zwei Bäume, um das ein bisschen aufzulockern. Der Taxistand selber werde ich wahrscheinlich nicht in Kopfsteinpflaster machen, sondern auch fließen, so dass es aussieht, als hätte man es nachträglich reingeteert. Hier vorne der Übergang, der eigentliche Haltestelle, da habe ich mir auch überlegt, dass wir es eigentlich auch wieder nicht Kopfsteinpflaster, aus Sicherheitsgründen, so wie wir es auch bei den Übergängen gemacht haben. Und hier seht ihr, dass das Kopfsteinpflaster Fortschritte macht und auch der Einbau in die Kurve ganz gut funktioniert. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe aber nicht mehr unendlich viele von den Steinen, die ich dafür brauche, da. Also schauen wir mal, was sich hier heute noch so entwickelt. Es ist sehr viel Zeit vergangen und das ist das Ergebnis. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich mir das antue, aber ich glaube, im Gesamtblick sieht es doch jetzt eigentlich ganz gut aus, wie hier die Straßenbahnschiene durch das Kopfsteinpflaster geht, trotz der Kurve, die auch noch einen unterschiedlichen Bogen hat, weil es zwei verschiedene Kurvenradien sind, die sich hier ineinander verbinden. Ich habe noch ein bisschen umgebaut, so dass jetzt hier der Übergang, so ist dass auch das Kopfsteinpflaster ein bisschen übergeht in den Asphalt hier. Hier seht ihr, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Der Übergang ist eigentlich ganz okay, finde ich. Aus der Entfernung wirkt das Ganze natürlich immer noch ein bisschen besser. Und wir müssen auch bedenken, da steht ja auch noch ein Auto drauf. Das heißt, das wird dann auch noch nicht so gut zu sehen sein. Ich gehe mal ein bisschen näher ran für euch. Und da sieht man jetzt auch ganz gut, was ich meinte mit, dass das unruhige Kopfsteinpflaster lässt natürlich ein bisschen die Möglichkeit, dass man an dem Kurvenradien außenrum ein bisschen schöner arbeiten kann, als es hier jetzt beim Asphalt aussieht, weil das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Mir gehen aber auch langsam die Steine aus. Ich gehe mal hier mit euch rüber. Ihr seht, das ist alles, was ich noch habe. Also viel ist nicht mehr da, muss ich mal nachbestellen.
ist wieder einiges hier reingeflossen. Mal schauen, ob ich jetzt hier noch weiter baue. Ich glaube eigentlich nicht nach all der Zeit, die hier reingeflossen ist. Ich denke, wir werden noch ein bisschen Minifiguren hinzusetzen und dann mache ich einen großen Haken dahinter und freue mich, dass das Problem gelöst ist. Wir müssen natürlich jetzt hier drüben auch noch irgendwann machen, aber jetzt weiß ich einigermaßen, wie das Ganze funktionieren kann. Wie ihr sehen könnt, hat sich doch noch ein bisschen was getan seit dem letzten Mal, als ich euch das hier gezeigt habe. Und zwar ist hier der ganze Bereich fertig mit dem Kopfsteinpflaster bis da hinten. Ihr seht es da hinten, da kommt dieser Bereich, der nicht gepflastert ist, der eben hier dazu dient, dass eben da Leute, die eben Probleme mit dem Laufen haben oder Hilfe brauchen beim Laufen, beziehungsweise nicht laufen können, dort eben nicht übers Kopfsteinpflaster müssen. Das haben wir ja auch dort hinten auf den ganzen Bereichen auch gemacht. Fügt sich jetzt langsam alles zusammen. Und hier sind auch nochmal kleine Pfosten, die ein bisschen die Biegung nachführen, die eben von dem Taxistand, der hier hinkommt, dann hier vor zur Straße ist. Und ab da ist dann eben sagen der Fußgängerbereich mit dem Marktplatz etc. Da habe ich jetzt einfach noch ein bisschen die Kurve nachgeformt, bringt noch ein bisschen mehr, ja, andere Form in das Ganze rein. Man kann dahinter jetzt einfach mal sagen, da geht's los. Ich werde vielleicht da vorne noch einen Haltestreifen machen. Da ist jetzt das Stoppschild auf der anderen Seite. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Was ich jetzt auf jeden Fall noch für heute mache, nachdem das hier wirklich sehr, sehr lange alles gedauert hat, ist, ich komme noch ein paar neue Figuren dazu, ein bisschen Leben in die ganze Sache und dann schauen wir uns das ganze final an. Und da seht ihr das Endergebnis für heute. Ich habe noch ein paar Figuren dazu gestellt, einfach noch ein bisschen Leben reinzubringen. Zum einen die Dame hier mit ihrem Fahrrad, mit dem Anhänger, die hat gerade hier natürlich auf dem Marktplatz eingekauft hat. Und dahinter sehen wir jetzt noch einen kleinen Fahrradstand mit Eis, das wird hier gerade verkauft. Einfach um, wie gesagt, hier noch ein bisschen Leben reinzubringen. Und dann würde ich sagen, das war das Ganze für heute. Also es hat einiges an Zeit gekostet, es macht aber auch, glaube ich, einiges her und zeigt euch auch, wohin die Reise jetzt gehen wird. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, denn ich glaube, wir haben die 9.200 Abos erreicht. Das heißt, die 10.000 dieses Jahr könnten noch klappen. Ich bin gespannt, es würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber bauen und wir sehen uns hier in der Brickworld und ich sage Tschüss.